was bisher geschah. Nach der Gletschertour im Jotunheim-Nationalpark lassen wir die größten Berge Skandinaviens jetzt hinter uns. Von der Adlerstraße bei Geiranger aus starten wir auf Sightseeing-Tour, denn der Trollstigen und die Atlantikstraße warten darauf, erkundet zu werden, ehe wir ordentlich Strecke nach Norden und in Richtung Lofoten machen. Die nächste Etappe wird richtig gut. Die Sonne lacht, die Helmkamera nimmt wieder scharfe Bilder auf und es stehen 2 Höhepunkte der Reise auf der Liste. Ich fahre hier gerade durch das Land der Trolle. Der nächstes Zwischenziel und eines der Hauptziele meiner gesamten Reise ist der Trollstigen. Von der Adlerstraße hinter Geiranger ging es eine kurze Runde durch die Berge und kleine Dörfer. Auf der anderen Bergseite breche ich plötzlich aus dem Nebel in die Sonne, die mich den ganzen Tag begleiten wird. Ich bin wie immer früh aufgestanden und vor allen anderen Touristen unterwegs, die Fähre bei Eidsdal habe ich daher fast für mich alleine. Hier kann ich auch in Ruhe was frühstücken. Generell nutze ich die zahlreichen Fährfahrten immer wieder gerne für kurze Snacks oder einen schnellen Kaffee. Alles Notwendige habe ich dafür immer griffbereit in der Tasche auf dem Kofferdeckel. Die Fährfahrten sind übrigens kostenlos. Durch kleine Täler, Dörfer und Erdbeerfelder geht es von einer Bergkette zur nächsten, bis zum Trollstigen müsst ihr noch knappe 40 Kilometer fahren. Bei Walldalen kommt ihr zwischendurch an einem ehemaligen Wasserkraftwerk vorbei, das auch heute noch eine Wahnsinnskraft ausstrahlt. Ein paar Kilometer weiter flussaufwärts fließt der Fluss durch eine Schlucht, dieser Ort wird Gudbrandsdjuvit genannt. Hier mache ich ein letztes Mal Halt, ehe es auf die Passstraße zum Trollstigen geht. Plötzlich öffnet sich die Landschaft und ihr fahrt durch ein weitläufiges Tal. Am Horizont sind bereits die markanten Berge entlang des Trollstigen zu erkennen. Immer weiter am Fluss entlang schraubt ihr euch auf insgesamt 850 Höhenmeter hoch. Wenn ihr wie ich von Süden her anfahrt, dann könnt ihr vom Scheitel des Passes aus jetzt tief ins Tal sehen. Oder ihr könntet, wenn ihr nicht wie ich eine tief hängende Wolkendecke vorfindet. Wunderschön ist es hier aber alle Male. Und wir treffen auf alte Bekannte, denn auch hier wird man von Schafen um Futter angepumpt. Ihr schon wieder. Vorgestern habt ihr auch schon nichts bekommen. Heute auch nicht. Ja, sorry. Na ihr? Und dann fahre ich sie endlich, nachdem es 2017 am Wetter gescheitert ist. Die 11 Serpentinen und 12% Steigung des Trollstigen. Die Straße, von der jeder berichtet, der mal in Norwegen Urlaub gemacht hat. Und was soll ich sagen? Für mich persönlich die schönste Straße der gesamten Reise.
Ein bisschen weiter ins Tal hinab mache ich dann Mittag, ehe es weiter an den keine 100 Kilometer entfernten Atlantik und zur Atlantikstraße geht. Meine Nudeln koche ich in guter Gesellschaft von irgendwelchen Typen, die komischerweise ganz ähnlich aussehen wie ich. So sehen angeblich die Trolle aus, die hier nachts ihr Unwesen treiben. Naja, immerhin fahren die Kerle Motorrad. Aber noch etwas fällt mir an meinem Rastplatz auf. Vorsicht! Bucklige Frauen an Rollatoren und Kinder, die sich über sie lustig machen. Ja, und die Kollegen hier sind eigentlich dazu gedacht, dass Schafe, Kühe und was weiß ich was nicht drüber gehen können. Ist hier nichts Ungewöhnliches. Auf den Pässen laufen die Schafe frei rum, wie ihr schon gesehen habt. Aber die hier, die sind besonders. Das sind Eisenbahnschienen. Und dann auch in einem solchen Abstand, dass die Leute, wenn sie drüber fahren, sich beinahe die Achsen rausreißen. Wahnsinn! Aber geben wir mal lieber wieder Gas, ab zur Atlantikstraße. Dafür fahren wir aus dem Gebirge raus und die Berge lassen wir für die nächsten Tage erstmal hinter uns. Die Atlantikstraße ist hier auf der Animation rot eingezeichnet. Erinnert ihr euch noch an meine Frage, ob man durch Norwegen oder am Gardasee unterwegs ist? Diesen Eindruck hat man hier wesentlich deutlicher als gestern noch am Lustrafjord. Und so wird es um mich herum grüner und grüner, je näher ich dem Atlantik komme. Ab dem Dorf Bud fahre ich ab jetzt auf der Atlantikstraße. Wobei die eigentliche Atlantikstraße nur etwas über 8 Kilometer lang ist und erst viel später beginnt, aber ich zähle die Straßenabschnitte davor und dahinter jetzt einfach mal dazu. Anfangs fahrt ihr einfach nur am Ufer entlang und allein das ist schon eine herrliche Tour. Im letzten Drittel beginnt dann der beste Part und die eigentliche Atlantikstraße. Über viele kleine Brücken fahrt ihr von Insel zu Insel, vom Wasser trennen euch nur ein paar Zentimeter Beton. Einfach nur geil zu fahren. Und ab Christiansund machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung. 2 Tage lang geht es hunderte Kilometer entlang der E6 nur noch nach Norden. Mein Ziel ist Bodø, von wo aus ich die Fähre auf die Lofoten nehmen möchte. Unterwegs komme ich durch Trondheim mit seiner fast schon deutsch anmutenden Stadtautobahn und kurz vor Mosjøen fahre ich durch das Tor nach Nordnorwegen. Wie ihr hier seht, handelt es sich dabei tatsächlich um ein körperliches Tor, das ist nicht bildlich gesprochen. Vor Mo i Rana gibt es für mich ein Wiedersehen mit der Baustelle auf der E6. Als ich vor 3 Jahren das letzte Mal hier entlang fuhr, war die E6 fast unpassierbar. Überall war der Asphalt abgefräst, es war grober Schotter aufgeschüttet worden und man fuhr wirklich durch granattrichtergroße Schlaglöcher.
Heute ist die neue E fast fertig, nur hier und da sieht man noch parallel zur neuen Straße Reste der alten E verlaufen oder man fährt einfach auch ein paar Meter über die alte Piste. Ich sag ja, die Norweger sollten sich auch unbedingt mal deutsche Autobahnen ansehen. Über die neue E6 flink wie der Wind fahre ich hoch ins Saltfjell. Norwegen-Kenner wissen, was jetzt kommt. Richtig, ich habe die Grenze des Polarkreises erreicht. Und Tourist, der ich bin, darf natürlich auch das Bild mit Motorrad vor dem Arctic Circle Center nicht fehlen. Bisschen windig hier, würde ich sagen. Aber generell, welches Wetter hat man hier? Richtig, Polarkreiswetter. Es pisst in Strömen und windet dabei auch noch. Zwar beruhigt sich das Wetter Richtung Bodø wieder, doch es könnte eine unruhige Überfahrt werden. Doch um möglichen Seegang kümmern wir uns im nächsten Video. Dann erkunden wir zusammen eine der berühmtesten Inselgruppen der Welt, die Lofoten. Hier lernen wir die wirklich raue Seite Skandinaviens kennen, haltet eure Regenschirme fest. Also bis in 14 Tagen mit Teil 5. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Like oder einen Kommentar da und ansonsten bis zum nächsten Mal.